Herzlich willkommen zu einer neuen abenteuerlichen Woche in den Eastern Highlands von Simbabwe mit uns. Wir sind Yvonne und René und scheuchen unseren Toyota HZJ 79 Tempo über Stock und Stein und durch viel Matsch in Simbabwe. Denn es ist Regenzeit und der rote Lateritboden ist mitunter wie Nougat, zäh und weich und erschwert uns das Vorankommen. Begleitet uns in dieses wunderbare Land mit seinen wunderbaren Menschen. Viel Spaß dabei! Weißt du, eine Ehefrau von mir möchte ich auch mal sein. Die hat so gut, darf die schönste Strecke Simbabwes fahren scheinbar. Und dann kriegt sie noch die ganzen schönen Schlammlöcher. Ich muss hier zu Fuß hier durchmatschen. Lecker Quatsch. Oh Scheiße. Nein, das ist nicht fair, oder? Gott, das ist gar nicht fair. Mein Schuh klebt fest, Ich will es nur mal sagen, das ist alles nur, damit ihr Videos bekommt, die auch irgendwie ein bisschen spannend sind. Wir hätten da einfach nur durchfahren können und hätten es keinem erzählt. Das wäre die einfachste Variante. Aber nein. Wir geben uns ja richtig Mühe. Jetzt versuche ich mir aber erstmal hier die Füße zu waschen. Hier ist nämlich gerade ganz gut. So, Füße wieder fast sauber. Tipptopp. Und dann können wir jetzt der Frau Bescheid sagen, dass sie hier mal losfahren soll. Was ich natürlich als folgsame Ehefrau dieses so gütigen Gatten, der auch zetern kann wie ein Waschweib, auf seinen Wunsch natürlich mache, gehört sich ja auch so. Und habt ihr das Grinsegesicht gesehen? Ich stecke hier fest und die fährt locker durch. Und dein feistes Grinsen ist aufgenommen. Ich habe dreckige Füße. Flickig, bappig, dreckig. Passiert manchmal, kenne ich. Ich krieg sie dann immer noch voll Schlamm voll gespritzt. Daher gebe ich meinen Platz hinter dem Lenkrad auch nicht mehr so schnell her. Schließlich muss ich meist durch den Matsch quatschen da draußen und er braucht Bewegung. Der Running Man kommt hier in den Bergen ja nicht so zum Zuge und somit ist René schließlich unausgelastet. Aber genießt doch einfach etwas mit uns die Aussicht und freut euch über trockene und saubere Füße. Damit man mal eine Vorstellung bekommt, wie viele Serpentinen hier sind. Ich habe auch den Eindruck, dass die Piste hier immer besser wird. So Stück für Stück wird sie breiter und besser. Eben waren gerade 40 cm tiefe Rillen links von mir, in die ich hätte rutschen können. Das ist nicht besser. Also bis jetzt würde ich sagen, lohnt sich der Weg. Er ist sehr mühselig. Wir sind jetzt 20 Kilometer gefahren heute und haben, ich glaube, 3,5 Stunden auf der Uhr. Ja gut, wir haben noch was gegessen zwischendrin. Aber Durchschnittsgeschwindigkeit unter 10 km/h. Also hier geht in Wahrheit gar nichts. Ich meine, wenn man sich diese Rinnen da anguckt, braucht man sich nicht wundern. Ja, jetzt gibt sie richtig Gas. Die hat schon 25 km/h auf dem Tacho stehen. Super.
So, jetzt hat sie dann das ganze Wasser, was eben noch sauber war, hat sie dreckig gemacht, wo ich mir jetzt die Füße drin waschen muss. Das ist schon eine Frechheit. Füße waschen Nummer 2. Ich kann nichts dafür, er hat mich geschickt. Das riecht auch noch gut, das Wasser. So ist fein. Ja, hier kann man aber auch sehen, dass die Piste hier ganz schön ausgewaschen ist an manchen Stellen. Aber bis jetzt ist er überall noch gut befahrbar, weil das meistens eher am Rand ist oder sich mal quer über die Piste zieht, aber niemals so lange tiefe Gräben hat. Schrecklich! Hast du mich erschreckt? Ich genieße es, meinen Mann auch mal etwas aufzuschrecken. Die Bodenbeschaffenheiten ändern sich hier permanent. Tiefe, in der Regenzeit ausgewaschene Rillen wechseln sich ab mit steinigen Passagen. Doch Tempo meistert alles mit Bravour. Natürlich lockt das ungewohnte Motorengeräusch, denn besonders häufig kommt hier kein Fahrzeug vorbei, besonders die Kinder der Umgebung an, die sich nichts entgehen lassen wollen, und der Spaßfaktor mit ihnen ist garantiert. Hier kommen die Kinder angerannt. So, jetzt gehen wir mal bei den Kindern ein bisschen tanzen. Ready to dance! Ja! Ich kann nur sagen, Kinder sind überall auf der Welt gleich. Und wenn dann das große Kind auf andere Kinder trifft, gibt es kein Halten mehr. Die Landschaft bietet immer wieder Neues fürs Auge und wir genießen die Fahrt mit ihren Aussichten immer mehr. So, der kleine Kameraassistent rennt mal wieder. Ach naja, so schlimm sieht es gar nicht aus. Hier ist ja ausreichend Platz. Das schafft die ja locker. Aber man könnte natürlich auch hier in so einem Loch, wenn es jetzt über mich drüber fährt, könnte ich hier aufrecht stehen bleiben wahrscheinlich. Ich mache mich jetzt mal ganz klein bestimmt. Nee, die fährt gar nicht über mich drüber. Aber die Frau hat ja ein Augenmaß wie eine Schneiderin. Knapp auf Kante genäht fährt sie dem Abgrund entlang. Was denkt der denn von mir? Ich würde doch niemals über ihn hinwegfahren. Ich brauche ihn doch noch. Wir beobachten leider immer häufiger, wie kleinere Flächen durch Brandrodungen urbar gemacht werden. Und René hat immer wieder die Möglichkeit, sich die Füße zu waschen. Er ist ja so ein reinlicher Kerl. Organize. Okay, so. We have a nice journey, madam. Thank you so much, Thank sir. you. Thank you. God Enjoy bless your you. evening. Thank you. This is money. It's good. It's good. Yeah, good. we will It's enjoy. I like you to be within us. Thank you so much. Thank you, sir. So, Okay. Good evening. More time. Bye Bye bye. bye. Renés neuer Freund George. Und wie weit bist du heute schon gekommen? 35 Kilometer. Herzlichen Glückwunsch. In wie viel Fahrstunden? Das kann ich gerade nicht entdecken.
kann ich dir ungefähr sagen. Wir sind ungefähr um 10 oder 11, glaube ich, losgefahren. 10, 2 Stunden, 12, Stunde Pause, 13 Uhr. Ja, also so gute 5 Stunden sind wir schon gefahren jetzt. Jetzt haben wir auch schon wieder 3:45 und müssten uns so langsam mal Gedanken über das Thema Nachtplatzsuche machen. Eins unserer liebsten täglichen Beschäftigungen. Das ist eigentlich schon ein elementares Thema, gell? Sich nachts immer einen Stellplatz zu suchen. Das ist das, was man jeden Abend braucht. Da kommt man schlicht und ergreifend nicht dran vorbei. Wir fangen immer viel zu spät an zu suchen. Ja, vorhin hat es welche gegeben um 3, aber da sind wir ja kaum gefahren. Da haben wir ja erst 25 Kilometer gemacht. Yay, jetzt haben wir 35. Und hier ist halt die ganze Zeit rechts und links so dichter Bewuchs. Wenn mal ein Pfad irgendwo anders hingeht, dann geht er jetzt gerade immer zu einer Behausung, zu einem Haus, wo gewohnt wird. Und der will man sich ja auch nicht bei denen direkt vor die Tür stellen. Also wollen wir mal gucken, was die Dame am Steuer sich hier so einfallen lässt, um dem Mann einen adäquaten Nachtplatz zu besorgen. Hello, how are you? Hello, how are you? Are you fine? Very good. Hello. Und wie soll ich da jetzt vorbeikommen? Endlich mal Stau. So, der vordere Wagen, das ist eine Automatik und dem ist die Batterie abgeschossen, da geht nichts mehr. Jetzt müssen wir mal versuchen, da vorne dran zu fahren, um den zu überbrücken. Jetzt muss ich von hier mal durchs Gebüsch. So, you're fine, guys? Wir müssen auf die andere Seite, wir müssen einmal wenden hier oben. So, Yvonne wendet mal das Auto, jetzt gehen wir mal hier gucken. So, da ist das Ding aber mittlerweile doch tatsächlich, kommt das schon mehrmalig zum Einsatz. Aber meistens wegen uns selbst. Mit uns helfen. Ja, ich komme mal ein Stück vor. Machen wir mal ein kleines Stück vor. So. Red Bluff. Wohl dem Mann, der 2 Batterien hat, sagt er gerade. Das ist ja nicht die tollste, aber Hier von der anderen Seite. Snake Man. so, jetzt kommt mal meine gute alte neue Batterie zum Einsatz. Jetzt misst er erstmal die Batterie. Und hier die Gäste machen auch Späße. That's the best. To be happy. Where's the lady? So, we have to make another connection. Was jetzt? Dem anderen Fahrzeug fehlt irgendwie, da ist alles ein bisschen nicht mehr ganz so in Ordnung. Afrikanisch.
There's something which is not good. I have to tell you. Pardon? There's something which is not good. Okay? Yeah, there's something at the... Don't ask me. I have no idea about mechanics. So I have only my master husband with me, so he's the master fixer. He can fix everything. But he's trained. Ask him. He's something with a battery. Well, we'll find one. Everybody can sit in again. So, wir haben es geschafft. Der Karren läuft wieder. Ich konnte meine Batterie sinnvoll abgeben. Das hat mich jetzt sehr gefreut. Ja. Thank you so much. Bye bye. It's a pleasure. Jetzt können wieder alle einsteigen. Steuer abgegeben, Verantwortung abgegeben. Ganz billiger Trick. Jetzt bin ich für die Nachtplatzsuche verantwortlich. Nee. Zur Not bleiben wir einfach irgendwo neben der Piste stehen. Es ist eh kalt und ungemütlich draußen. Und jetzt ist ja noch mal wieder irgendwie eine halbe Stunde ins Land gegangen. Es ist jetzt mittlerweile kurz vor 5. Das wird alles nicht einfacher. Aber eine gute Tat für heute. Ja, der kleine Pfadfinder hat heute seinen Job erledigt fürs Karma. Dem Toyota-Bus, dem wir eben geholfen haben, von dem ist schon weit und breit nichts mehr zu sehen. Mit der neuen Batterie hat er hier richtig Zunder gegeben. Wie war das? Der muss ja 2 oder 3 Stunden Zeit aufholen. Ja, 2 Stunden hat die eine Dame mir eben gesagt, würden sie mindestens schon hier warten. Ich bin ja nicht so gut wie mein Mann. Ich gehe da jetzt nicht mehr vor. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf die noch kommt. Kinshasa Lubumbashi. Ich kann diese Töne leider nicht unterdrücken. Es tut mir total leid. Aber ich finde Schrägfahren ganz furchtbar. Und das war jetzt rote Leben, Nougat, Pampe. Ich glaube, wir haben unseren Nachtplatz gefunden. Ich glaube, hier bleiben wir stehen. Lehm, Nougat, Pampe, die rutschig ist und noch schräg. Geht gar nicht. Das zählt zu den nicht so romantischen Nachtplätzen, auch wenn es eigentlich von der Tür jetzt gerade sehr nett aussieht, aber direkt neben der Piste. Und die Wolken verhängen die Berge. Mal gucken, wer als nächstes hier vorbeikommt. Die Tür geht zu, die Nacht ist beendet, es geht weiter. Hier an unserem behelfsmäßigen Nachtplatz war es extremst ruhig, muss ich ganz klar sagen. Aufregend war gestern unser erster Ochsenkarren, das fand ich total nett. Ich gucke aus der Tür, ich habe gekocht und da kommt hier auf dieser Piste von links nach rechts ein Ochsenkarren in zügigem Tempo hier vorbeigefahren. Ein Gespann, ja genau. Also ich gehe auch davon aus, dass es Ochsen sind. Das ist so der klassische Begriff, den ich von früher kenne. Ansonsten war hier relativ wenig los. Heute Morgen in der Dunkelheit allerdings liefen schon die ersten hier vorbei. Wahnsinn, die Leute stehen hier wirklich unfassbar früh auf und laufen von A nach B, um irgendwas zu machen. Ja gut, aber die müssen dann auch die Helligkeit nutzen. Die haben ja kein Licht. Ja, das ist wirklich wahr. So sagen. Das ist die 12 Stunden Sonnenschein. Ja, hier sind sie eher so 13, 14, die mehr Licht haben. Im Moment. Ja. Im Moment noch. Aber ansonsten war die Straße genauso, wie ihr sie jetzt seht, leer.
Autobahn eingefädelt. Es kann losgehen. Während unsere Schlitterpartie durch die Eastern Highlands für uns weitergeht, mal wieder eine Erinnerung an euch. Wenn euch die Filme gefallen, dann empfehlt sie doch gerne weiter. Hinterlasst uns einen Kommentar, denn die Kommunikation mit euch macht uns großen Spaß. Und drückt vor allem auf den Abo-Button, denn dies alles hilft unserem Kanal zu wachsen und verhilft euch zu weiteren Filmen. Denn Afrika ist groß und es gibt noch vieles zu erleben. Ihr könnt uns auch gerne ein paar Liter Diesel oder eine Übernachtung auf einem Campground ausgeben. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder in unserer Bio. Einen ganz herzlichen Dank dafür. Ist egal. Wir erreichen gerade Chimanimani. Ich bin ein bisschen belegt, weil ich habe nicht so gute Nachrichten von zu Hause bekommen. Deswegen stehe ich ein bisschen unter Strom. Jetzt haben Meiner Mama geht's nicht gut. Meiner Mama geht's nicht gut, ja. Hier gibt es jetzt wieder Netz, da bin ich ja ganz froh. Da kann man jetzt zumindest in Kontakt mit zu Hause stehen. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier auf einen Campingplatz gehen, auf eine Farm. Das Netz bleibt ja dann erstmal gut und dann müssen wir erstmal abwarten, was ist. Bin ein bisschen wirr, Entschuldigung. Hier geht's jetzt rein. Das muss eine echte Farm sein mit Tieren, Pferden, Hunden, Katzen, Hühnern, alles was so dazugehört. Wir müssen noch woanders hinfahren. I have to film, sorry. May I have your name? I'm Yvonne, sorry. Yvonne. Yes, and you? Mildred. Mildred, hello Mildred, Yeah, nice how to are meet you? you. See you later. So, hier fahren wir jetzt raus. Mildred macht uns jetzt gleich am anderen Gate, wo wir reinfahren sollen, auf. Jetzt haben wir nochmal den Platz gewechselt, weil wir dort leider kein Internet hatten. Und jetzt haben wir einen anderen Platz gefunden, da fahre ich jetzt gerade mal drauf. Und hier gibt es nämlich Netz und dann können wir ein bisschen mit der Familie in Kontakt stehen, um mal zu gucken, wie das zu Hause weitergeht. Das ist schon ein herrlicher Platz hier, aber das gefällt mir ganz gut. Schönen Vorgarten haben wir. Nur zum Raussetzen ist er nicht. Wir müssen mal warten, bis die Sonne mal die Wolken hier weggedrängt hat, dass wir uns noch mal wieder raussetzen können. Okay, die Frau ist noch auf der Suche nach Netz. Und zufrieden mit deinem Platz? Ja. Wir haben Besuch. Erst habe ich sie gelobt, weil sie ganz brav nur draußen auf der Treppe gewartet hat. Aber jetzt... Das ist quasi eine Hauskatze. Das ignoriert sie. Nein, nein, nein. Sie ist wieder drin. Was sollen wir nur tun? Ich will keine Flöhe hier im Auto haben. Das ist mein Problem. Bei den zuckersüßen Hunden, die wir ja neulich hatten, die so dünn waren, wo wir echt, also sind wir ja ganz schwach geworden. Der Welpe hat gewimmelt. Es wimmelte. Es lebte nur auf ihm und da habe ich keinen Bock drauf. Tut mir leid. Jetzt hat sich die Situation etwas entschärft. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen spazieren, um wieder Luft zu schnaufen. Weil ich weiß nicht, ob man das kennt, ob ihr das kennt, aber bestimmt, wenn irgendwas Schlimmes, Schlechtes passiert, nimmt es einen immer richtig den Atem im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt gehen wir mal durch diesen traumhaften Garten, wo wir stehen, in die Stadt. Jetzt sind wir in der Main Road von Chimanimani. Jetzt können wir mal gucken, was hier so abgeht. Da oben haben wir einen kleinen Kleidermarkt. Hier ist der Obst- und Gemüsemarkt. Und ich glaube, da vorne kommt das Wichtigste. Da kommt nämlich die Bar.
Wir werden immer noch von der etwas zerrupften Dame hier erwartet. Na, hast du gut geschlafen? Aber wir haben jetzt mal einen schönen Spaziergang durch den Ort gemacht. Haben schon mal das lokale Restaurant ausfindig gemacht, wo wir heute Abend nämlich schön was essen gehen. Wir wollen ja jetzt was essen gehen. Und uns ist so fröstelig. Wir haben uns hier angezogen in doppelten Schichten. Es sind vielleicht 18 Grad. Nee, ist kälter. Es sind schon nur noch so 16. Das ist man nicht mehr gewohnt. Hello, how are you? Und mal gucken, was es gibt. Wir müssen ja draußen sitzen oder man sitzt ja draußen. Und deswegen dachten wir lieber, wir gehen auf Nummer sicher. Und wenn ich Glück habe, haben die auch keinen Strom. Und es gibt wieder kein kaltes Bier und ich darf eine warme Cola trinken. Nachher machen wir uns dann einen Tee. René hat eben schon die Heizung ausprobiert im Auto. Funktioniert. Wir So. essen typisch local für für $1 Rindfleisch und so eine Art Maisbrei. Und an alle zuschauenden Kinder, hier darf man mit Fingern essen. Hier muss man mit den Fingern essen, wir haben kein Besteck bekommen. Ja, Guckst du, wo du dahin? Oh ja. Aber das schmeckt gut in Wahrheit. Da ist die die Spülstelle. Und hier wird normalerweise gegrillt. Haben wir gegessen. So sieht der Aufenthaltsraum unserer Unterkunft aus. Es ist wirklich kalt und daher lodert ein wärmendes Feuer im Kamin. Denn der Ort Chimanimani liegt auf über 1500 Meter Höhe und es soll wunderbare Wanderwege geben, die mein Mann natürlich gleich erkunden muss. Ich glaube, ich bin reingefallen. Jetzt zweigt der Weg doch ab und geht Richtung von den Häusern. Mein Ziel ist es ja an sich, da oben auf diesen kleinen Gipfel zu kommen. Aber da Kartenmaterial hier nicht existent ist, tappe ich natürlich alle komischen Wege entlang und lande immer irgendwo. Jetzt laufe ich auch schon wieder die ganze Zeit bergab. Jetzt geht es da noch weiter bergab. Da geht es ein bisschen in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufen soll. Und das stört mich gerade ein bisschen. Nachdem ich ja eben erst mal wieder knapp 2 Kilometer zurückgelaufen bin, habe ich jetzt einen Pfad gefunden, der wenigstens bergauf geht, aber ganz schön steil. Und das muss hier so ein Weg sein, den wir für die Forstarbeit benutzen. Ganz schön steil, sage ich euch. Die Yvonne ist ja wieder umgedreht. Die ist so ein bisschen, ja, seelisch-moralisch angegriffen, würde ich mal sagen, wegen der Situation mit ihrer Mutter, die hier gerade etwas abbaut und das auch immer mal so Fragen aufwirft. Gehen wir nach Hause oder wie lange bleiben wir noch hier und ziehen das durch? So, ja, ein bisschen seelisch-moralische Schmerzen sind das natürlich, sich da richtig zu entscheiden. Und ja, das wirft so ein paar Fragen halt auch auf. Wie geht es mit unserer Reise weiter? Und ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil das ja immer so ein offenes Thema ist. Man weiß ja nie, was irgendwann kommt in den nächsten Monaten. Aber da wir sowieso geplant hatten,
in ungefähr 2 Monaten nach Deutschland zu fliegen, weil mein Vater auch 80 wird und ein bisschen die Familie besuchen, werden wir voraussichtlich jetzt ein bisschen früher zurückfliegen, sofern nicht noch irgendwie was Akutes dazwischen kommt. Aber fliegen wir ein bisschen früher zurück. Vielleicht bleiben wir dann noch ein bisschen länger in Deutschland. Aber das sind so Dinge, da haben wir gerade vorhin drüber gesprochen. Das kann man in Wahrheit gar nicht so wirklich planen. Wir können jetzt planen, was wir die nächsten 4 Wochen machen. Darüber hinaus ist das in der Regel schon fast schwierig. Also warten wir erstmal ab, wenn wir in Deutschland sind, lassen da mal die Zeit vergehen und danach werden wir irgendwie neu entscheiden, wie es weitergeht. Und jedem dem die Wanderrouten in den Alpen zu überlaufen sind, dem kann ich dann nur empfehlen, mal nach Simbabwe in die Eastern Highlands zu gehen. Und hier trifft man keinen. Irgendwann müssen wir doch mal den Ausblick da über den Kamm haben. Und? Gut oder nicht gut? Ich finde es sehr gut. Und während mein Mann wieder zurück zu mir eilt, es meiner Mutter für dieses Mal zum Glück wieder besser geht und wir den Schreck verarbeiten können, sagen wir Danke für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Lasst es euch gut gehen und genießt das Leben, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet. Es muss ja nicht immer gleich Afrika sein. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder und bis dahin sagen wir Tschüss und Bye-bye.